von MH17, von dem Absturz dieses Flugzeugs. I first learned about the crash of this aircraft MH17 in Moscow, at the airport. Ich bin an diesem Tag That day I was flying over that area at almost the same time. fast gleichen Zeit über dieses Gebiet geflogen. Und es ist bis heute so, And it is to this day that the black boxes have remained in London and the material has not been published. es ist bis heute so, dass der It is to this day that the radio communication between the tower in Kiev and the tower in Dnipropetrovsk has not been published. Because it was not Moscow that instructed the flight to get lower to that level and led it into that area. It was Dnipropetrovsk. sondern von Dnipropetrovsk. Einige Tage nach dem Absturz waren wir And a few days later, we came to the crash site ourselves, and at that time it was clear that this plane had been shot down. das Flugzeug abgeschossen wurde. So, ich bin jetzt hier an der Absturzstelle von MH17. Das ist also der Hauptaufschlagsort des Flugzeugs. Die weiteren größeren Trümmer liegen dort hinten, also die man auch sehr oft im Fernsehen gesehen hat. Und wenn man auf dem Feld steht, When you are standing on the field, among all these ruins, when you are smelling burnt kerosene, wenn man when you are starting to look at details on this debris field, then this rubble is no longer just big black piles of twisted metal and materials an airplane consists of, and you register more and more details. Man registriert mehr und mehr Einzelheiten und kann natürlich sehen, dass ein Buch mal einem Menschen gehört. And you can see a book that belonged to a man, or a small bag in which there still remain residues of medication. Oder diese All these plush toys, which are laid down at the edge of the crash site. On this spot there are always candles and also flowers. wo klar Where it ist, is so clear to whom plush toys might have belonged. Tiere wohl gehört haben. Was ich als problematisch betrachte im Moment ist, dass der Zugang zu diesem Platz nicht großartig restricted ist. Das heißt, dass hier möglicherweise Beweise verschwinden, die zur Aufklärung notwendig sind und essentiell sind. Und ich denke, das ist im Moment einfach Absicht. Und was mich gewundert hat damals schon, war, What surprised me, even then, was that while the world's interest to MH17 was incredibly large, das Interesse vor Ort. Kiev apparently showed no intention to explain what had happened and to make sure that investigators could come to the site. Sicherzustellen, dass Ermittler vor Ort kommen können, anscheinend überhaupt nicht bestand. Es bestand das Interesse daran, There was only interest in finding a culprit immediately and imposing sanctions. aber es bestand kein Interesse daran. There was no interest in an actual investigation at the crash site at Ich all. weiß, wie verzweifelt die Menschen And I know how desperate people around the crash site were. It was summer, it was almost 40 degrees, and dead bodies were lying in their gardens and in their homes, and no one was allowed to take them away until the investigators came there. durfte sie dort wegholen, bis die Ermittler nicht da waren. Auf den Titelseiten The front pages kept saying that pro-Russian separatists would hinder the investigation and no one could enter the crash site. That is not true. If everyone could go there
and I say it from my own experience as we could get there. Why could not the investigators? I remember the People's Militia and the leaders of the republics doing everything possible to give access to that area, even though under their control, but they always allowed it. I remember them trying to make everything possible for the investigation teams, for the OSCE and especially for the experts of the airlines. And every time the investigators were on the way to that area, Ukrainian troops began to fire at the road to the crash site. So the investigators often had to turn back. Es tat sich nichts, es wurde eine Nothing happened. An investigation team was created, but it didn't include international aviation experts, and there were signed confidentiality agreements on the investigation results, so nothing was published. And the only thing that was confirmed by 4 months of the investigation of MH17 was that it had been and would be neither transparent nor objective. Heute ist Dienstag, der 11. November 2014. Das ist der zweite Tag, an dem wir warten, zur Absturzstelle von MH17 zu kommen, zusammen mit der OSZE. Und auch dieses Mal klappt es nicht. Es ist in der Vergangenheit öfter vorgekommen, dass diese Touren, die für Journalisten organisiert wurden, dann abgesagt wurden und die Experten, wenn sie denn überhaupt irgendwo hingefahren sind und die OSZE allein gefahren sind. Ich kann nicht sagen, aus welchen Gründen das so ist, aber es ist, wie gesagt, in der Vergangenheit öfter vorgekommen und es sieht im Moment alles danach aus, als dass wir heute hier nicht fahren werden. Das heißt also, diese Fahrzeuge werden sich wahrscheinlich heute hier wieder keinen Meter vom Hof bewegen. Ja, wir sind jetzt hier an der Absturzstelle von MH17, an der Stelle, an der die Cockpit-Teile liegen. Die werden jetzt gerade katalogisiert und im Anschluss dann danach verladen. Wir wissen nicht, wann genau die Verladung passiert. Im Moment sind also vor Ort Experten, die die Teile begutachten, sie entsprechend fotografieren von allen Seiten, um sie dann entsprechend auch wiederzuerkennen, wenn sie dann vom Ort des Geschehens weggeschafft werden. Wir haben also eben ein paar Dokumente gefunden. Hier auf dem Feld, die Georgi jetzt den offiziellen Stellen übergibt. Es waren 2 Pässe von einem niederländischen Paar. Es ist jetzt fast 4 Monate her, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist und es ist auch fast 4 Monate her, dass ich hier war an dieser Absturzstelle. Seitdem hat sich hier sehr wenig verändert, um nicht zu sagen gar nichts. Aktuell sind die holländischen Experten unter OSZE-Beobachtung vor Ort und sammeln die Trümmerteile ein, beziehungsweise katalogisieren sie, um sie dann für den Abtransport fertig zu machen. Allerdings ist dieses Flugzeugunglück das erste, von dem mir bekannt ist, dass keine internationale Kommission sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass keine internationale Kommission vor Ort ist, weder die malaysischen Experten noch russische oder andere internationale Experten befassen sich mit diesem Thema oder dürfen sich mit diesem Thema befassen. Und das lässt befürchten, dass es noch eine sehr, sehr lange Zeit dauern wird, bis der Absturz von MH17 aufgeklärt wird.
wenn er denn offiziell jemals aufgeklärt werden wird.